Willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um die Top 4 Gletscherspots auf Island. Seid gespannt. Die verlinkten Punkte findet ihr auch wieder in den Informationen, Bemerkungen unter diesem Video oder einfach in der Liste direkt auf meiner Kanalbeschreibungsseite. Mein Top 4 Gletscherspot ist der Svenjafellsjökull. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber sei es drum. Er befindet sich auch hier im Süden der Insel, da wo eigentlich die meisten schönen Gletscherspots sind. Und man kann dort in der Nähe parken, dann ein Stückchen hinlaufen und sieht dann den schönen Gletschersee beziehungsweise im Hintergrund den Gletscher dann zwischen den Bergen nach unten kommen und sieht dann auch wirklich schön das blaue Eis mit dem Gletschersee und hat einfach einen wunderschönen Ausblick auf die verschiedenen Gletscherspalten. War auch Drehort von verschiedenen Filmen, wie beispielsweise Batman Begins und so weiter. Erst neulich wieder gesehen und festgestellt, dass es eigentlich dort gedreht wurde. Also einfach spannender Spot, um sozusagen den ersten Eindruck von den Gletschern in Island zu bekommen. Der nächste Gletscherspot für mich ist der Fjalsjökull-Gletscher und der befindet sich im Prinzip einmal mit der Ringstraße weitergefahren, ein kleines Stückchen weiter Richtung Osten. Man hat hier auf der Südseite einen schönen erhöhten Punkt, um auf den Gletschersee und in der Ferne dann auf den Gletscher zu schauen und kann beispielsweise hier an dem anderen Punkt dann auch mit dem Boot in den Gletschersee fahren. Das Schöne an diesem Gletscher ist wirklich, dass er, wie soll ich sagen, weniger stark besucht ist als der nächstfolgende Gletscher und dadurch sind natürlich die Bootstouren auch ein bisschen, wie soll ich sagen, weniger überlaufen und man hat da seine Ruhe und kann einfach den Gletscher schön genießen. Meine Top 2 ist der Jökull-Sárlon-Gletscher oder wie auch immer man es aussprechen mag. Der ist wieder nochmal ein kleines Stückchen weiter auf der Ringstraße und das ist wie gesagt der sehr, sehr bekannte Gletschersee, weil er wirklich glasklar blaues Wasser hat und eben diese Gletscher sozusagen oder die Eisberge vom Gletscher hier hinten abbrechen, durch diesen Gletschersee wandern und hier vorne durch eine kleine Öffnung dann ins Meer treiben, was da dazu führt, dass es sich hier eben diese verschiedenen Eisgletscher sammeln und man dort einen guten Blick auf die sozusagen Gletscher oder kleinen Eisberge haben kann. Ist natürlich etwas voller, weil das ein sehr bekannter Spot ist. Man kann auch dort mit einem Amphibienfahrzeug beispielsweise eine Tour machen. Wie gesagt, ich fand den Spot davor schöner, weil der nicht ganz so überlaufen ist. Allerdings hat der seine Magie eben durch das blaue Wasser und durch die sehr nahen treibenden Eisberge und sozusagen auf der anderen Seite der Ringstraße befindet sich dann gleich der nächste Spot und das ist der Diamond Beach, weil im Prinzip die Eisberge, wie man sie hier sehen kann, dann unterhalb der Brücke durch diesen Fluss nach draußen treiben, immer kleiner werden und dann in kleinen sozusagen Mini-Eisbergen, aber von der Strömung wieder an den Strand gespült werden. Und dadurch liegen ganz viele verschiedene kleine Eisbröcke auf diesem Beach, also auf diesem Strand. Und wenn dann die Sonne drauf scheint, dann sieht es eben aus wie sehr, sehr viele kleine Diamanten. Allerdings muss man natürlich drauf schauen, ob Ebbe oder Flut ist. Bei uns waren leider nicht mehr ganz so viele da, weil wahrscheinlich gerade die Flut sozusagen da war und dann dadurch natürlich auch viele der kleinen Eisbrücke schon weg waren. Mein Top 1 Gletscherspot auf Island, den ich zumindest besuchen konnte, ist die Katla Eishöhle. Die befindet sich hier im Süden, also ein bisschen westlicher von den anderen Punkten, die wir gerade angeschaut haben. Man kann sie nicht ohne eine gebuchte Tour besuchen. Man kann diese beispielsweise dann hier in Vik, gibt es verschiedene Anbieter in der Stadt Vik hier unten, wie beispielsweise Troll Expeditions, die dann eben mit so einem Art Monster Truck da hinten in die Einöde fahren und mit einem dann mit verschiedenen Grindeln oder Spikes sozusagen auf den Gletscher führen, die auch schauen, dass der Gletscher weiterhin sicher ist.
Es gibt eben verschiedene Höhlen und der Gletscher ändert sich im Prinzip täglich. Die haben Leute dort, die nach der Sicherheit schauen, dass eben nichts zusammenbricht. Leider war die große Eishöhle gerade 2 Wochen zuvor zusammengebrochen. Nichtsdestotrotz war es einfach ein spektakuläres Erlebnis, über so eine kleine Eishöhle zu laufen. Und wie gesagt, das wird sich immer wieder wandeln. Und die Karte findet ihr unten in den Beschreibungen und ich werde euch auch von Get Your Guide einen Link zu den Troll Expeditions verlinken, falls ihr Interesse habt. Ich kann es sehr empfehlen, war mit eins der Highlights auf der Island-Rundreise. Bis zum nächsten Mal, lasst eure Fragen und Kommentare gerne unter dem Video stehen. Danke euch, ciao.